Real Madrid könnte ein großes Problem im Rückspiel des Viertelfinals gegen den FC Bayern bekommen. Ein ganz großes Problem. Bleibt bitte dran. Und Real guckt sich weiter natürlich trotz des Erfolges in der Champions League um einen Abwehrspieler um. Und zwar soll jetzt einer vielleicht von Leipzig kommen. Da wollen wir drüber sprechen. Mein Name ist Dennis, Hala Madrid. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Yes! Ja, wir fangen mal mit den Abwehrspielern an. Und es dreht sich hier um Castello Luqueba von Leipzig, ja. Trotz des Erfolges möchten wir uns natürlich, sag ich mal, verbessern und so weiter und so fort. Alaba wird den Verein, ich glaube, verlassen. Das ist jetzt zu 100%. Und Rüdiger, denke ich mal, wird bestimmt nachgehen und überhaupt die Abwehr hinten. Militao auch verletzt. Alles, was hinten passiert, muss natürlich erst richtig sortiert werden. Ich gehe natürlich davon aus, dass Hausen ist natürlich festgesetzt. Wenn Militao gesund ist, nicht fest, gesund ist, wird er auch spielen. Das heißt, die beiden werden schon mal spielen. So, gut. Es ist natürlich so, dass man trotzdem nach Alternativen gucken muss. Und ich habe natürlich gelesen, dass Castello Luqueba für Real Madrid interessant sein soll. Ja, schauen wir mal. Also ja, Abwehr hinten ist es ja auch nicht so einfach, einen richtig guten oder richtig Gute zu finden. Es gibt natürlich welche, aber viele sind natürlich auch fest. Die werden da, wo sie spielen, nicht den Verein verlassen. Dementsprechend muss man sich gut umgucken. Eigentlich haben wir, von den Namen her haben wir ja gute Spieler. Nur zu langsam zu alt und einfach zu viele Fehler. Ich finde es gut. Ich hätte jetzt so, sag ich mal, vor einem Monat hätte ich Hausen auch noch auf die Abschussliste gesetzt, weil ich war überhaupt nicht, außer bei der Club-WM, war ich bis dato überhaupt nicht zufrieden. Aber die letzten 2 Wochen, muss man wirklich sagen, obwohl er ja auch, glaube ich, noch nicht auf 100% fährt, ist das doch schon stabil. Also das kann man ja eigentlich schon so sagen, dass es stabil ist. Und das wäre dann, oder der wäre natürlich wahrscheinlich gesetzt, auch wegen seiner Größe. Und wenn er einfach so weiterspielt und noch besser wird und auf 100% ist, dann sieht das ja ganz anders aus. Natürlich ist er von Leipzig, ja, gut, ne? Aber es ist immer was anderes, ob du bei Leipzig spielst oder bei Real Madrid. Das hat man ja nun schon oft genug gesehen. Das ist immer so eine Frage, das ist einfach eine andere Hausnummer. Das weiß man. Und da muss man drüber nachdenken, da muss der Spieler auch drüber nachdenken und dementsprechend muss man mal gucken, was daraus wird. So, und das große Problem, was ich angesprochen habe am Anfang, dass Real Madrid in Rückspiel gegen Bayern München ein ganz großes Problem bekommen könnte, ist, dass Vini Junior und Mbappé gelb vorbelastet sind. Und wenn sie nochmal gelb bekommen im Hinspiel, sind sie definitiv beide im Rückspiel gesperrt. Wenn das alles so stimmt, Daten, ja, sie sind vorbelastet. Das ist ein Szenario, ein Horror-Szenario, würde ich mal sagen, was nicht so gut ist. Und ich weiß jetzt, glaube ich, gar nicht, spielen wir erst zu Hause, spielen wir dann auswärts? Ich glaube, ich bin nochmal im Spiel erst zu Hause, ne? Oder? Auf jeden Fall ist es egal, ob zu Hause oder nicht zu Hause. Der FC Bayern ist ein starker Gegner und da müssen alle 200% geben. Da muss Arda Güler, der ja so und so schon immer 200% gibt, der muss dann 300% geben, ne? Und es ist einfach, Bayern ist eine sehr starke Mannschaft, spielerisch, Schnelligkeit, alles. Das stimmt einfach fast alles. Man darf nicht diese Fehler sehen, die sie gegen Leverkusen machen. Natürlich können wir dafür sagen wir, hoffen, dass Bayern so eine Fehler macht, aber auch nicht wirklich. Wir sollten Bayern auf normalen Weg richtig schlagen. Punkt, ne? Klar, die Bayern-Fans, wenn sie uns schlagen, werden natürlich sagen, wir haben Real Madrid geschlagen, so und so. Trotzdem ist diese Saison ja nicht stabil und mit trotzdem so viel Problemen außerhalb des Vereins oder mit den Ärzten und so weiter. Das soll keine Ausrede sein, aber man muss dann sehen, also der FC Bayern läuft stabil von Anfang an, außer vielleicht mal 1, 2, 3 Spiele, aber sonst ist das komplett stabil. Die Tore, die sie natürlich schießen, die Massen da, gut, das ist die Bundesliga, da wollen wir auch mal ein bisschen Abstrich, das muss man auch machen, das sagen viele Fans auch, Bayern-Fans. Manche Bayern-Fans reden das natürlich immer gut, aber wenn man so viele Tore schießt, schon am Anfang der Saison, ihr habt das ja bestimmt auch beobachtet, das ist ja auch nicht normal und die Bundesliga ist im Endeffekt, ich will nicht sagen, dass das Fallobst ist, aber für den FC Bayern ist es ja schon fast Fallobst. Und da zu sagen, ja, die spanische Liga ist auch nicht so stark.
Also ganz ehrlich, man könnte, ich sage ja immer so als Beispiel, diese Vereine, die im Mittelfeld in der Bundesliga spielen und im Mittelfeld in Spanien, die könnt ihr ja mal gegeneinander spielen. Dann sieht man richtig, und dann sollen die spanische Mannschaft auch so spielen wie gegen Barca, gegen Real und so. Da würde die Bundesliga-Mannschaften eigentlich fast gar nicht mitkommen. Und man sieht es ja auch in Europa, im Endeffekt, sag ich mal, über die letzten Jahre oder überhaupt. Also die spanische Liga ist jetzt keine schwache Liga, auch wenn man immer denkt, ja, Barca oder Real, Barca, Atletico, und das war's das. Das ist aber nicht richtig. Und ja, im Endeffekt, ja, wenn die ordentlich mal spielen würden und nicht die Hosen hätte wollen, denn Dortmund, Leverkusen, Frankfurt, da sind ja einige Mannschaften. Aber man sieht einfach, dass, oder Freiburg, whatever, ich bin da nicht so, aber dann, das ist einfach, Bayern ist da so ein, also dass sie da einmal verloren haben oder einmal unentschieden gespielt haben, ist eigentlich auch deren Problem und deren Versagen im Endeffekt. Eigentlich hätten sie das gar nicht machen müssen. Ne? Die Liga ist nicht stark. Ja, aber egal, sie sind trotzdem stark und sie spielen ja in Europa auch stark, aber wir müssen ihnen zeigen, wie es geht und wir müssen aufpassen, oder Vini und Mbappé müssen aufpassen, Mbappé, dass sie nicht gelb bekommen, weil das wäre nicht gut, die brauchen wir trotzdem natürlich im Rückspiel, denn vor allen Dingen, ja. Dementsprechend, ja, könnt ihr mal unterschreiben, was ihr davon haltet. Was meint ihr, den Abwehrspieler von Leipzig? Wäre das eine Alternative für Real Madrid? Und was meint ihr? Oder es wäre ja heftig, wenn Mbappé und Vini Junior im Rückspiel gesperrt werden. Das wäre ziemlich heftig und traurig. Ja, und Arda Güler nochmal, das ist ja immer so ein Thema. Arda Güler muss richtig Feuer geben in München, ne? Und ich glaube, das wird er auch machen und mal in Deutschland zeigen, wie Fußball gespielt wird. Ja, er ist ja im Moment richtig gut drauf, sein 70-Meter-Tor. Eigentlich ist er schon die ganze Saison gut drauf, nur unser Trainer hat das bis jetzt nicht wirklich gemerkt, muss ich immer noch anprangern. Aber vielleicht wird er ja irgendwann dann tatsächlich mal durchspielen. Das ist eigentlich wie ein Sechser Lotto. Ich weiß nicht, ob das passiert. Naja gut, ihr könnt am Montag schreiben, dann folgt mir, nicht vergessen, verlinkt dieses Video und so weiter und so fort. Das wird mich riesig freuen. Wir werden größer, die Madrid-Familie wird größer und dann würde ich mal sagen, Hala Madrid, Freunde, wir sehen uns bald wieder.